Und wir schauen uns an. Er hat eine 1000 Jahre alte Kirche in Unreal Engine 5 nachgebaut. Gronkh Reaction. Hier ist auch das Originalvideo Capturing the World Oldest da, Moment, ich öffne das mal. Da, Capturing the World Oldest Stave Church in Unreal Engine 5. Da bin ich mal neugierig und vor allem ich bin auf Gronks Reaction neugierig. Schauen wir uns die mal an. Wir haben maximale Qualität. Dann schauen wir doch mal rein. Nicht ganz gucken, ich wollte eigentlich nur die Szene sehen, aber ich fand es jetzt doch sehr interessant. Er wird es bis zu Ende gucken, habe ich das Gefühl. Ich mache mal ausnahmsweise Vollbild, weil ich das gerne in Vollbild sehen wollen würde. Ich habe gerade nur gesehen, Capturing the World's Oldest Stave Church in Unreal Engine 5. Warte. Ich wollte das Video gerade nochmal sehen. Ich muss zugeben, ich gucke mir wahnsinnig gerne Unreal Engine 5 Videos an. Ich auch, weil das sieht so beeindruckend aus einfach. Und jetzt wisst ihr warum. Alter, spätestens jetzt weiß man warum. Das stimmt. Meine Kamera mal hier nach unten. So. Alter. Village in Eastern The last time I went on a trip to 3D scan this. Was? Village in Western Norway, home to the oldest stave church of its kind. Western Norway. Okay. Reality Capture. The last time I went on a trip to 3D scan this old cabin in the Norwegian Oh, das hatte ich auch Arctic, gesehen. it ended up being a Ach, das ist der ton gleiche of Dude. fun. Okay, So this okay, time okay. I wanted to step it up a bit and capture a piece of Norwegian culture. If only Norway had this rich and vibrant Viking history. Oh wait, it does. Oh, die gibt's wirklich. Oh, krass. Die gibt's wirklich. Ja. Sieht aus wie echt. Oh, Norwegen ist so schön, ne? Das ist so Ja, fucking ist schön. mir aber zu kalt. Ganz ehrlich. I'm going to show you my process, my workflow, the challenges and mistakes I made throughout this project, because nothing ever goes 100% according to plan, especially when you need to rely on the weather. I do want to thank the people at Capturing Reality for sponsoring this video and for making this kind of project possible. I wanted to capture a piece of Viking history because, God, it's so cool. I opted to travel to Yrnes Stave Church, which was built around 1130 AD, making it almost 900 years old. And these ornate carvings predated, dating to about 1070 AD. Around the time these carvings were made, Vikings were still fighting in modern-day England, which just Ich wollte eigentlich nur die blows my Animation sehen. mind. So Ich we finde set das off eigentlich from ganz cool, Oslo aber and ich wollte drove eigentlich nur die 7 Animation hours to the sehen. Norwegian west coast to Huch. Sogndal, which is Sascha, about danke für 20 den Raid. minutes from the ferry Vielen Dank für den that Raid. crosses the fjord. Wir gucken uns to gerade the ein Video church. an, das eigentlich kein React ist, weil ich Why wollte did nur we mal go kurz das all Unreal the way Engine out Video there? sehen. Regular viewers of Mehr the nicht. channel will know, but for those of you Ich who are wollte gerade new nur mal here, kurz it's reingucken. for a process called photogrammetry, Aber es ist halt which wirklich is how you interessant. 3D scan something by shooting hundreds or thousands of photos of an object, feed that dataset into an app like Reality Capture. Aber gibt es denn nicht inzwischen auch Tools, also Dinger? Ich habe sowas auf dem Handy. Ich könnte mit meinem Handy jetzt Objekte einscannen. Ich habe zum Beispiel unten den Keller einmal komplett gescannt mit dem Handy und habe dann quasi komplett den 3D-Raum. Das war super krass. Also da war ich wirklich, also da war ich sehr überrascht. Genau, mit dem LIDAR-Scanner. Ich glaube, der hieß auch so, LIDAR-Scanner. Also da war ich wirklich überrascht. Und das habe ich Tati gezeigt und die dann so, und ich so, und die so, und ich so, und dann, ja, und dann war das so. Und dann habe ich jetzt den Keller einfach, aber hier, kann man vielleicht auch, ich guck mal ganz kurz, ob ich das eben finde, warte mal. LIDAR-Scanner 3D war es in dem Fall nicht. Ich habe eine andere App benutzt. Okay, ich habe eine andere App benutzt, ich weiß gerade nicht welche, weil mein Handy ist echt ein Haufen Mist. Which will use those photos to generate a high-resolution 3D model of whatever you like. But here's where things got a little tricky. We had 2 days to shoot and get the necessary data set for the scan, and naturally, the day we arrived, it was pouring rain, because of course it was. Now, the thing about photogrammetry is overcast days are a good thing. They are preferable because you don't want harsh sunlight. Reason being, whatever lighting is around your subject will be baked into the textures of your 3D model later. You want a soft, even lighting because that will make your life a lot easier down the line when it comes to time to relight your scene in Unreal Engine. If you have direct sunlight baked into your textures, but you want to create an overcast scene in Unreal, or you want your sun to come from a different direction, you can imagine why things would look a little bit weird. Verstehe. Overcast, good. Pouring rain, not good, because rain equals wet, and wet equals shiny reflections, which is bad.
Bad because reflective surfaces will negatively impact the quality of your scan, giving you lumpier results. No bueno. Gross. Now, this is the Norwegian West Coast. It famously rains a lot here. Oh, wie schön. But we had to hope that the next day would be a little bit better. Since I was already there, though, I thought I would try to make the most of it by shooting a cross-polarized scan of the carving. Cross-polarization consists of using a powerful ring flash and two polarizing filters in order to, A, remove any reflections, but also ensuring a flat, even lighting to get the cleanest possible scan, which would help mitigate the impact of rain. But, oh no, I had one job. Even though I used fresh batteries, the switch of my flash transmitter flicked on in a bag during the trip, and the battery drained, so that was cool. On day 2, however, we got up at 6 a.m. to take the very first ferry across the fjord at 7, which gave me about 3 Jetzt will ich lieber nach Norwegen statt nach Unreal Engine. hours to scan the entire stave church, because by 10:15 or so, the next ferry arrived, and the place would be swarmed by tourists. They would be in the Menschen. way, I would be in their way, Menschen, pui. so I had to work Hat das fast. Overlay einen Grund? Ja, weil ich gerade eigentlich Unreal Engine 5 gucken wollte. Das wollte ich nicht mit React Overlay machen, sondern ich wollte das Fullscreen haben. Ja, und jetzt gucken wir doch das ganze Video. The process of photogrammetry is Oops. often more or less the same. Hat sich so Go ergeben, around your war nicht subject, geplant. take as many photos from every angle as you can, and hope for the best. Ensure a constant exposure, lock your white balance, and shoot raw photos, not JPEG. For the church, I ended up with over 2,000 photos. I figured it's better to have too many than not enough, especially when you're scanning something this awesome. If you want to try 3D scanning for yourself, I've made a few dedicated tutorials where I hold your hand every step of the way, like how I scanned this old building in depth. You'll find a link down below, along with any other tutorials I mention, things you might find useful to follow along with this video. Now, because the front part of the church here has lots of nooks and crannies and pillars like this, it can be pretty tricky to scan. So in order to get a better result, I got even closer. I used a 3-meter tall light stand to mount the camera on with a remote trigger to get the camera higher than I would normally be able Never fear for my camera so much in my to life. reach. Gottes Now, Willen. in a perfect world, I would have loved to scan the entire church this way, but it is a lot slower and time was running out. I got to work. Und oben Now, of mit einer course, Drohne? I knew I wanted to render a close-up shot of these incredible carving that Alter, wer das geschnitzt haben muss, ne? Wo auch das eine in das andere überging und so. Und hier sowas. Wer das geschnitzt haben muss, einfach völlig have insane. been perfectly preserved over nearly 1,000 years. So I whipped up my cross-polarization setup Vor again 1000 Jahren. with ja. new batteries. Vor Having the 1000 flash Jahren. helped a lot here because both the church and the carvings have been coated in a thick layer of pitch black tar, which protects the wood from the cold, the sun, and the salty ocean air. But such a dark surface is extremely difficult to scan because you need a ton of light to get a proper exposure in camera. And Das sieht aus, als könnte man da, den Nachfolger von Ethan Carter machen. Ja, War das Ethan Carter? ja. Vanishing Ist das in nicht Ethan so? Carter, Ich ja. glaube, ne? on dark, Oder overcast verwechsel ich days jetzt in gerade? Norway, there's already not much light to work with. So the flash, highly beneficial. If you're interested, I have a dedicated cross-polarization tutorial linked down below. Vanishing Usually, Ethan what's Carter, genau, really genau, tricky genau. about The shooting Vanishing out Ethan on Carter, location genau, like genau, this is, unless you have a beefy könnte der laptop Nachfolger aber or a spielen. portable workstation, you kind of just need to hope that the photos you took are good enough, because there's no way to tell if everything is okay until you get home. And if you made a mistake, like every photo is blurry or you missed a spot, it's too late. This time around, though, I did have a beefy laptop, but that's a topic for another video coming soon. So after taking all of the photos and getting back home, it's now time to prep the photos, see how our dataset turned out, and what the 3D model looks like. Theoretisch, weil ich es gerade im Chat gelesen habe, kannst du ja wirklich auch Objekte, an denen dir was liegt, im Urlaub oder sonst irgendwas oder irgendwelche Erbstücke oder bla, irgendwas, woran dir was liegt, einfach einscannen und für die Ewigkeit archivieren oder immer wieder angucken. Aber auch zum Beispiel, wenn du Haustiere hast, ich weiß genau, ob das so weit geht, aber Haustiere quasi einscannen, so einen 3D-Scan machen und dann vielleicht auch als Model für verschiedene Sachen benutzen. Ne, und auch wenn dann vielleicht Ja. dein Hund oder deine Katze vielleicht irgendwann mal von dir geht oder so, dass du dann quasi immer noch eine Version hast,
weiß ich nicht, genau, kannst du 3D drucken, kannst du vielleicht bei Sims spielen oder irgendwie sowas. Ja. The first thing I always do is sort through all of the photos one by one in Photo Mechanic to delete the blurry images. There is no point in using blurry ones. If there's a bit of camera shake or something, they will only deteriorate the quality of the generated Draußen model. bewegt sich wahrscheinlich zu Photo viel. Mechanic is blazing Ja, aber da gibt es doch bestimmt mal irgendwann eine Lösung für, oder? Wo das Programm dann weiß, okay, das ist Fotobein, Pipapo, das gehört so und so da dran und so. fast for sorting through tons of raw files, which is why I use it. Then, with the images culled, I bring the good ones into Adobe Lightroom, which is where I do some subtle adjustments, like reducing highlights, lifting shadows, tiny bit of sharpening and noise Von reduction. Menschen geht bestimmt You're auch. not trying to make the images pretty, you're Überleg mal, du hast einen ganzen Stammbaum und kannst ihn da komplett angucken irgendwie. just trying to make them as flat looking as possible to get better texture data later. Aber ein bisschen I can gruselig apply schon. changes to one image and then sync it across all other images with the click of a button here. With those images processed, I can then export the raw files as JPEG or TIFF and drag and drop those into Reality Capture, which is where we will be generating the model and its textures. Okay. With the images dropped into Reality Capture, you can simply hit the F6 key and it will begin aligning those images and generate a point cloud of your model. And here you can already get a good idea of how things are going to look. Boah, schon geil. It kind of feels like magic. Then I'm going to generate the model in high schon detail, sehr which geil. Aus uses the Fotos full einfach. resolution of my photos. Aber auch ein bisschen gruselig. Kleines bisschen gruselig, wenn man nicht so an Überwachungskameras und sowas denke. Which used to take a considerable amount of time, and to be fair, it still does. But which used to take a Wenn man nicht so, aber auch ein bisschen. in high Schon detail, sehr which geil. Aus uses the Fotos full einfach. resolution of my Modell photos. Heidi. Aber auch ein bisschen gruselig. Kleines bisschen gruselig, wenn man nicht so an Wenn ich Überwachung. das so sehe, habe ich sofort Bock, das auch zu machen. Irgendwie, keine Ahnung, meine Wohnung so abfilmen. Oder, keine Ahnung, ich habe einen Oldtimer, meine Oldtimer so abzufilmen. Und dann so in Unreal Engine 5. Das ist schon Kameras nice. und sowas denke. Which used to take a considerable amount of time, and to be fair, it still does. But the latest updates to Reality Capture have drastically improved the mesh generation time, for which I am very thankful. Is the scan perfect? Absolutely not. Some parts are a little bit lumpy for reasons that are both my own fault and for reasons completely out of my control. Is it clean enough for my renders though? Yeah. Despite being in very unforgiving conditions, the scan turned out spectacularly well. I also generated a separate scan of the carvings on their own, those that were shot with cross-polarization for the close-up shot I had in mind. So I got two separate models to work with. The process of generating the second mesh here was exactly the same. Align the images and generate the mesh. With the models generated, we also get the textures for free by hitting the Unwrap and Texture button here. And before you know it, you have a fully textured 3D model now ready for export. It's crazy to me the Vikings even had electrical cables and fire extinguishers. Man, they were ahead of their time. Now, I often get asked in the comment why I don't just 3D model a church like this by hand in Maya or Blender or 3ds Max or whatever. Sure, you absolutely could do that, but it would Aber es take dauert doch viel seasoned länger. artists weeks of work to get the same level of detail. The wear and tear that 1,000 years of exposure to the elements brings. But there's also a huge amount of satisfaction in capturing and immortalizing historic artifacts like this. Now, Reality Capture is complete. Und dann solche Fotos als 3D-Models und KIs, die dann genügend Infos haben, um zum Beispiel Kirchen zu abstrahieren, dass die eventuell kannst du größer machen, kannst du breiter machen, kannst du kleiner machen, kannst du alles machen. KIs, die verschiedene Versionen davon raushauen und dann irgendwann so eine Seamless World Generation. Das könnte super interessant werden. Ja. Wenn ich mir Maps zum Beispiel von Assassin's Creed vorstelle, zum Beispiel Valhalla gerade, dann könntest du diese Maps sehr, sehr, sehr viel mehr bestücken und sehr, sehr viel mehr da rein generaten, ohne dass es halt generated aussieht. Weil die ganzen Sachen halt genug Abwechslung haben und betretbar sind, wahrscheinlich von innen und so weiter. Das wär super interessant. Aber du brauchst dafür erstmal brauchst du dafür genug Plattenplatz und zweitens brauchst du dafür wahrscheinlich Rechner, die wir heute noch nicht unbedingt haben. Ja, so neu ist die Technik nicht, nee, aber die ist inzwischen schon sehr ausgefeilt. Also die Technik hat auch ein paar Sätze gemacht seit Vanishing of Ethan Carter.
Damals war das ja, glaube ich, so relativ neu. Ja, Aber ja. inzwischen, die hat schon ein paar Sprünge nach Oh vorne ja, gemacht, auf jeden oh Fall. ja. Ich Completely meine, free to wenn ich use. stehe auf Ethan Carter war ja noch mit Unreal Engine 4. Dann haben sie eine Redux-Version mit Unreal Engine ne, das war doch nicht genau. Dann haben sie noch mal 'ne Redux-Version gemacht, die noch mal 'n bisschen 'n Ticken besser ausgesehen hat dann. Ähm, und ja, und das hat dann mit Unreal Engine 5 hat das jetzt so krasse Sprünge gemacht. But you are charged per megapixel only for the models you want to export using their PPI credit system. The high resolution scan of the carvings, for example, would cost about $4 to export. The high megapixel. Die hat schon ein paar Sprünge, wenn ich wahrscheinlich auf der Generation Creed Ja, okay. neu. You are charged per Inzwischen, die hat schon ein paar Sprünge nach vorne gemacht, auf jeden Fall. completely free to use, but you are charged per megapixel only for the models PPI Credits Calculator. you want to export using their PPI credit system. The high resolution scan of the carvings, for example, would cost about $4 to export. But for the next 2 weeks, though, you can get 50% off your purchase of 3,500 PPI credits by using the code William50 at checkout. Now, we can export the model and the textures out of Reality Capture and bring them into Unreal Engine 5, set up the material by bringing in the textures, and we're ready to get started. As always, the first part of starting any environment in Unreal Engine is reference and blocking out the shot. Really placing the foundations and building blocks and establishing the composition. I love using PureRef to build a collection of images that capture the mood I'm going for. It's really important to not just make things based on memory alone. Use reference. It will help you. Now, I knew I would need some mountains for the shot as well, so I managed to get a hold of some height map data from the Norwegian cartography website and use that data in a program called Gaia to generate some mountains that I could place in the scene. Na To klar. get the mountains that are actually from the area the church was scanned Okay, in. krass. Now, to be clear, I'm not trying to recreate the surrounding area one-to-one. I'm absolutely embellishing the shot in Unreal for the sake of making something pretty. But I still like the idea of having something based on the real place. I added another landscape in Unreal and sculpted that to shape the ground. You'll see very quickly we already have something in place, and from there, it's all about populating the area with detail. Using Megascans trees, I was able to quickly make a forest using the new procedural tools in Unreal. But I wanted something to Okay. lead the eye up to the stave church, so a path leading up to it felt like the right thing to do. From there, stone walls were added with the spline tool. I felt it would add some nice detail. It's pretty crazy how big of a difference adding some foliage ground Das ist cover doch makes. völlig absurd gerade. Das ist doch völlig absurd, Wie einfach das wie halt geht. einfach der den Weg macht und das sieht im Ergebnis sieht das so krass aus, aber wie einfach das da hinklatscht. So, Ja. So klick, klick, klick ja, und und hier mal so hin, mal hier, mal einen Weg. mache ich hier 'n Wald, mache ich hier 'n Weg, mache ich 'n bisschen hier Ground, bisschen da 'nen Zaun hin, da 'ne Mauer. Unfassbar. If your scene feels empty Einfach. or if you think something is missing, just scatter some bushes and grass around and it won't take long for your shot to feel lush and full of life. Now, Boah. about the lighting. I use a plugin called Ultra Dynamic Sky, or UDS for short. And when it comes to exterior lighting, it makes the whole process very easy to art direct. Okay, kurze Pause, ich bin gleich wieder da.
So, weiter geht's. Ich habe mir gestern Unreal Engine 5 installiert. Ja, ich wollte mal reingucken. Und ich habe einen Würfel platziert. Den konnte ich rumschieben. Und dann musste ich aber wieder was anderes machen, weil ich wollte die ganze Sache aus dem Stream fixen und habe mich ganz kurz ablenken lassen und hatte wieder ganz komische Ideen und wollte Unreal Engine ein paar Sachen probieren, aber das hat zu lange gedauert. Ja. Aber ich habe da so Sachen, die ich sehr interessant finden würde. Because I'm going for an overcast day, Würfel lighting sind the toll. shot Ja, could die not be werfen any immer bei easier. Einsen. There is one light source, the sky. So by cranking up the cloud cover setting, we can get some nice, soft, diffuse lighting. When it comes to the general composition, framing, and overall feeling of the shot, Boah, das Schlimme ist, ich weiß, wir haben, Starfield kam gerade raus und so, aber das Schlimme ist, ich will unbedingt, dass Elder Scrolls so aussieht. Der nächste Elder Scrolls Teil soll so aussehen. So soll er aussehen. Unbedingt. Ich weiß, es ist die Creation Engine und wahrscheinlich wird es alles andere als das, aber ich will das unbedingt. Der nächste Witcher-Teil könnte so aussehen, das ist Unreal Engine 5, ja, könnte so aussehen. Aber ich will noch. it is so important to add foreground elements like you see here on the left and right. Adding trees in such a way that Okay. it frames the shot as a kind of natural vignetting of sorts. This may seem insignificant, but it is that kind of thing that makes a huge world of difference between a mediocre shot Bäume als Vignette oder irgendwas, was reinhängt als Vignette, das ist cool, das merke ich mir. Ja. Das finde ich geil. Künstlerisch sehr and a schön. good one. That transition Yeah, Bob between Ross mag the diesen Trick. darker tree tunnel here and the bright, airy meadow out there ties the whole thing together. I cannot stress enough how important that is. To add that last touch to the scene, and a bit of a shameless plug, I used Easy Fog, which is a tool I made and is available on the Epic Marketplace. Okay. Link down below. Klar. It makes adding some mist and fog to your level way easier. I had some perfect reference on location during the shoot, and that there is the vibe I was trying to go for in Unreal. So by placing Easy Fog, Sintika, Dankeschön. Ah, Hallo, herzlich Sintika. willkommen. Wir gucken gerade eigentlich Unreal Engine Sachen. Aber irgendwie auch Norwegen-Sachen. Und beides zusammen ist halt voll geil. Wir sind gerade im anderen Norwegen. weil ich eigentlich nur ganz kurz. Norwegen in der Unreal Engine. Ja, das ist der nächste Step. Dass du irgendwann das ganze Land Norwegen oder sogar die ganze USA irgendwann oder die ganze Welt in Unreal Engine 5 einfach begehen kannst. Kannst in jedes Haus rein, weil es von überall irgendwie Satelliten und Kameraaufnahmen gibt. Dann wird das einfach komplett einmal die ganze Welt in 3D mit Wetter und Menschen und Wasser, hier Licht und Schatten und allem und allen Gebäuden, Bäumen, Wäldern, Flüssen, Seen, Meeren, allem. Und kannst einfach überall sagen: „Ich will da hin", und dann machst du Klick, Klick und ich bin dort. Und in Unreal Engine 5 3D kannst du da einfach rumlaufen und dir alles anschauen. Da geht das hin. In die Richtung marschiert das Ganze. Eben die Kirche da in. Und wenn wir die Erde ausgeschöpft haben, dann kommt irgendwie das Sonnensystem dran, und wenn wir das ausgeschöpft haben, dann kommt das Universum dran. Unreal angucken wollte. Und Halt die deswegen nächste ist es Ebene. deswegen nicht das React-Overlay. into the level, I can quickly and Unreal easily Norway, art wirklich direct so. the look I want in just a few minutes. Occluding some of the distant trees with fog really helps bring the scene to life. Now, a bit Geil. of a fun tip for those of you using Unreal. Sometimes I like to use this console variable because it can really give you some nicer, deeper shadows in your scene. It doesn't always magically make everything better, but it often does. You'll see, setting up an environment like this isn't complicated. It's just a matter of placing trees and foliage and rocks in an aesthetic manner, shaping the ground in a way that feels good. There's no real rule or process to it. It's all about having an eye for what you think looks good. Again, reference really helps here. Now, yeah. that is the establishing shot, but this church scan turned out so good. I had way too much fun just Da würde rendering ich halt out auch a gerne. bunch of other shots. Also einerseits würde ich gerne real nach Norwegen, hätte ich voll Bock drauf. Ja. Andererseits würde ich das gerne in VR sehen. Das wäre so cool in VR. Einfach würde ich mir einfach hinsetzen. Würde ich mir hier noch einen Ventilator nebenstellen, damit ich eine leichte Brise im Gesicht habe. of the church. So I made some new camera sequences. I set up a new close-up shot of the carvings because I had to. Made a new camera and also rendered this other shot, which was based on real video footage that we filmed on location. As for this shot here,
I figured I'd share a trick I love to use when I'm lighting, simply by placing a large cube with a dark material on it, and use that to block the light coming from behind the camera. This is an old trick used by lighters on film sets. It helps you shape and bend the light to create a nicer, more desirable look. Take a look here. I love the dark backlit look I'm giving the tree in the foreground, but see what happens when I hide the cube or move it away? It looks much flatter and less interesting. A darker foreground here helps the scene feel a little bit moodier. It's an easy way to control your lighting. Vor allem, es wird der Fokus wird nicht auf den Baum gelenkt, sondern auf die Kirche. Du schaust nach hinten in die Ferne. Wenn der Baum hier vorne beleuchtet ist, schaust du eventuell auf den Baum und übersiehst das, was hier hinten ist. Also, so kann man den Blick auch lenken in die Richtung, wo du sagst: „Da will ich den Blick, dass der hingeht." Ja? A lot better. Okay, Now auch comes the sehr time to cool zu render wissen. your shots Voll geil. out of Unreal using the movie Render Cube. Mit der Engine auch Filme. Mit der Unreal Engine werden Filme gemacht. Also Serien und Ja, ja. Filme. Ja, ja. Das passiert Schon. bereits. Ist Ja. bereits so, ja, ja. And for those of you Wird schon wondering gemacht. what my render settings are, I have a free render settings guide available on Das ist Gumroad, der link Weg. below. This will tell you everything you need to know about my render settings in Unreal. I'm going to render out these shots in 4K, and by hitting the render button here, we're now ready to move on to the last and most satisfying part of the entire process, color grading. Color grading adds that last little bit of oomph to your renders. It's never huge changes, but it's that extra little bit of polish that helps. Things like lens distortion, film grain, contrast, shadow and highlight tweaks, or other lens effects like chromatic aberration. I have a dedicated tutorial on color grading and Resolve down below, so I won't bore you with the specifics, but really, there's no magical settings when it comes. Boah, ich wünschte, ich könnte das auch. Ich schneide inzwischen nicht mehr selber, ja, aber zuletzt habe ich dann DaVinci Resolve, habe ich irgendwie, Benutze ich ich glaube, auch. seit Anfang des Jahres eingesetzt, weil ich wirklich von Premiere, ich hatte so die Schnauze voll von Premiere, ne? Also von Adobe vor allen Dingen, war Kasperle-Theater, keine MKV-Unterstützung, Pipapo, tausendmal abgestürzt, lalala. Und DaVinci Resolve habe ich dann angefangen, Anfang des Jahres zu benutzen, bin sehr verliebt darin gewesen, sehr leicht damit zu arbeiten, sehr einfach. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Media-Encoder, ja, wo ich mehrere Projekte hintereinander reinqueuen kann. Aber DaVinci Resolve, vor allen Dingen ist die Grundversion für Lau voll geil. Ja. Für 'n Media-Encoder kann ich dir Handbrake empfehlen, der ist richtig gut. Also, da kannst du auch 'ne Queue machen, der ist super und der kann auch MKV, MP4, sogar MOV und also QuickTime frisst der alles. MPEG kann der alles. Ist super. Und auch kostenlos. Und gibt's auch für Linux, Mac, funktioniert auf allen Plattformen. Handbrake. 'N richtig geiles Tool. Ja, ich wünschte nur, jetzt wo ich das gerade sehe mit dem Color Grading, ich wünschte nur, ich hätte diese Skills. Die fehlen mir halt komplett. So das mit dem Color Grading, Das kann man hätte ich lernen. bei Games Das wahnsinnig kann man gerne gemacht. lernen. Aber da habe ich halt eher mit Filtern gearbeitet, weil das für mich einfacher war, weil das wäre halt nochmal ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Welt geworden. To color grading. Ist es einfach reinzukommen. Also ich hatte ja vorher schon die Premiere-Vorerfahrung und mit der Premiere-Vorerfahrung war es sehr, sehr easy, da reinzukommen. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Sachen durchgelesen oder Tutorials geschaut und dann war es easy. Super easy. Don't bother trying to copy mine because it's all entirely dependent on your shots. My settings might not look good on your renders. It's also entirely subjective and up to your own personal taste. You might not like what I like. I just wanted to show you my process. For example, take a look at this clip right here, which is real footage. Let's break down what we're looking at here. The rain on the lens isn't really distinct. It's just a blurry smudge. Because the raindrops are physically so close to the camera sensor, they are completely out of focus. That makes that effect Simplex, viel Spaß mit Enclave. Mit Enclave. Geiles Game. Ein bisschen Enclave? älter schon, aber geiles Game immer noch. very Ah, das easy to Game habe ich reproduce in auch. post. I just made a very quick blurry Enclave habe ich auch. Ist so gut. Okay, habe ich noch nie angeschaut. mask in Resolve here in a Fusion page and overlaid that on top of the shot. Easy peasy, rain on lens look. I find it adds a nice touch because, verstehe ich. well, when you point the camera up at the sky on a rainy day, rain is going to hit that lens no matter how hard you try to shield it. So it's those little details that can add a lot of realism to your renders. From there, I graded each of the 4 shots, and here's a quick before and after. Like I said, I'm not doing any major changes here, just some curves adjustments for contrast, added a slightly filmic look, Wow. harmonized the colors a little bit, added a bit of film grain, and that, friends, is how I made these shots. Everything I did here
is perfectly doable by any of you. Ich denke trotzdem, dass am Ende die Spiele vielleicht alle gleich aussehen. Nein, das ist Blödsinn. Also viele Spiele sehen gleich aus, da gebe ich dir recht. Vor allem Leute, die halt immer die gleichen Sachen machen oder Leute, die sich immer auf die gleichen Sachen fokussieren. Aber du hast halt auch heute mit der Unreal Engine alleine schon, hast du sehr, sehr viele Grafikstile. Sehr, sehr viele Grafikstile. Also von 2D-Games bis hin zu irgendwelchen animierten 2D-Figuren, bis hin zu Comic-Art, bis hin zu Sci-Fi-mäßig. Dann hast du diese komische Chromatic Aberration, wo es aussieht wie die 80er-Jahre-Kamera und so weiter. Da gibt es super, also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Aber ja, viele gehen eher auf diesen Realismus-Look, der dann immer so ein bisschen diesen 80er-Jahre, 90er-Jahre-Touch drin hat und so. Deswegen sehen einige Sachen oft ähnlich. Alien Isolation 2 würde ich mir in Unreal Engine 5 wünschen, weil Alien Isolation hat ja schon so krass gut ausgesehen. Und Alien Isolation 2, also wenn sie da eine Fortsetzung machen, ist ja geplant, ist ja in der Mache. Soll 2025 erscheinen, also wird schon gemacht, ist schon in der Mache. Wird aber nicht mit der Unreal Engine 5 gemacht werden, aber ich würde es mir so sehr in Unreal Engine 5 wünschen. Also, die haben wieder eine eigene Engine dafür gemacht. Und Alien Isolation ist ja auch in der eigenen Engine gemacht worden, nicht in Unreal. Und ah, Ähnlich aus, aber ja. es gibt immer noch sau viele sehr unterschiedliche Games. If Yeah. I can do it, so can you. You'll find more dedicated step-by-step tutorial to everything I've done here in this video, from photogrammetry, lighting, rendering, color grading, in the description below, so you've got everything you need to get started with creating your own world. I hope you found this video helpful. ich If you wünschte, ich did, hätte Zeit, leave mich a da comment down below reinzuarbeiten. if this is the kind of thing you'd like to see more of. Thanks so much for watching, everyone, and as always, folks, happy rendering. Ich wollte das jetzt gar nicht ganz gucken, ich wollte eigentlich nur die Szene sehen, aber ich fand es jetzt doch sehr interessant. Fand ich auch. Und sehr faszinierend. Ich würde das so gerne alles lernen, aber ich weiß, ich habe dafür einfach keine Zeit. Ich würde das so gerne lernen. Ja, lernen würde ich auch gerne, aber das ist halt genau das Problem, da fehlt mir die Zeit für. Nicht es ist weniger Lust, es ist tatsächlich die Zeit, weil wenn ich hier nicht einfach nur danach schaue, wenn ich mir denke: „Okay, das musst du irgendwie 2, 3 Stunden am Tag machen“, dann kann ich irgendwie YouTube nicht mehr bedienen. Dann kann ich nicht, ne, weil dann bist du am Lernen, das ist Schule. Schule kostet Zeit. Das ist halt das Schwierige. Ja. Okay, Folks, das war's mit dem React. Danke bei YouTube fürs Zuschauen. Schaut doch ja auch bei meinen anderen Videos vorbei. Ansonsten halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.